Wie denke ich? Also ich denke auf jeden Fall immer den Raum und ich arbeite ortsspezifisch. Und dann war schon klar, an diesem Ort, wo man die Stadt so stark sieht, gibt es nicht irgendwas, was mit Berlin zu tun hat. Aus Anlass der Vereinigung der beiden deutschen Hälften habe ich 1991 eine Ausstellung gemacht, die Tamara Bunke gewidmet war. Die Leute im Westen, die jetzt so ein bisschen älter sind, so wie ich, die hatten ja alle Che Guevara-T-Shirts und die Che Guevara-Logo an ihrem Zimmer an der Wand. Und im Osten hat sie vielleicht mal als Guerillera eine vergleichbare Funktion. Das fand ich dann schon auch ein interessantes Pop-Phänomen, was aber im Westen nicht angekommen war. Der Ausgangspunkt ist eben die Figur dieser Tanja. Das Wichtige ist eben, jetzt 30 Jahre später nochmal zu gucken, wie würde ich das ganze Thema aktualisieren. Die Wandcollage beruht auf einer collagierten Zeichnung, die insgesamt 250 Einzelzeichnungen beinhaltet, die ich beim Durchsehen der ganzen Unterlagen, die ich zu Tamara Bunke, Tanja, gefunden habe, angeguckt habe. Wo andere mitschreiben, habe ich mitgezeichnet. Im Endeffekt steht der Stempel so ein bisschen vielleicht für einen Pixel oder für einen Mosaikstein. Also verbindet sich einmal formal mit den Wandbildern, die wir auch in der DDR-Geschichte sehr stark haben, aber auch natürlich mit dem medialen Bild, was von jedem von uns oder von jedem Ereignis entsteht, was in Pixel gerinnt, je höher ich die Auflösung mache. Ich finde sehr spannend das Motiv des Flüchtigen, weil dieser Anspruch des Ewigen und des ewig Qualitativen, sich Einschreibens in die Geschichte des Genialen, der stehe ich auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Das ist auch vielleicht die Anknüpfung sozusagen mit einem partisanischen Denken, dass man irgendwo hinkommt, einen Ort mal besetzt, sich irgendwie da ausbreitet und dann zieht man aber wieder ab. Einfach so Manifestationen, die nicht so einen Ewigkeitsanspruch haben, sondern sich so mal einmischen. Das heißt eins und die Einzelspuren heißen da. Eigentlich kann ich die Welt mir sowieso gar nicht ohne auditive Anteile vorstellen, weil Musik ist sozusagen mein emotionales Leitmedium, würde ich es mal sagen. Das war von Anfang an klar, dass ich hier eine Mehrkanal-Musikinstallation machen will. Und hier haben wir diese 12 Kanäle und dort sind jeweils spezifisch immer eine Spur mit einem Instrument hingelegt, das sich aber auch durchaus bewegen kann. Als Spionin, Guerillera hatte Tamara Bunke eine alter Ego. Da war sie eben eine Musikwissenschaftlerin, die ethnologische Musikforschungen in der indigenen Bevölkerung in Südamerika gemacht hat. Durch diesen Sound, der sich durch diese Ausstellung loopt und immer verschiedene Orte ins Zentrum rückt, werden die Besucherinnen an bestimmte Stellen geleitet und können dem auch folgen, vom Ohr her. Man erzeugt eine Art Einladung an die Besucherin. Wie lässt man sich auf was ein? Wie wird man abgeholt? Wird man weggestoßen? Wird man verführt? Also es liegt hinter dem Ganzen schon auch eine gewisse Choreografie, kann man eigentlich sagen. Auf ganz vielen Ebenen kann man natürlich die roten Fäden sehen, dass ich sehr oft so auch Formen suche, die so alltagskulturmäßig sind. Vielleicht bin ich da auch geschult aus der Pop-Art. Dass es um was Unwertvolles, Alltägliches geht und die Behandlung von unwertvollem Material, dass es wertvoll wird. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute ein bisschen Zeit mit meinen Ideen verbringen und mit meinen Räumen, wie ich die schaffe. Es geht natürlich viel um Utopien auch und soziale Utopien, weil ich immer noch denke, dass man die auch braucht, um überhaupt Spaß am Leben zu haben, weil wenn man die alle über Bord werfen würde, was bleibt noch übrig?